So, Spielstand laden. Steht hier auch schon die Spielzeit. Zeit ja tatsächlich. 57 Minuten haben wir schon gespielt. Dann laden wir mal. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ach, das ist, glaube ich, genau. Es ging um diesen Mordfall von der einen Dame, die an der Brücke gehangen wurde. Und das ist jetzt, wir sind jetzt hier bei ihr zu Hause. Das ist die gute. A wedding photo of Bianca and Dante Cardolo. A wedding She has a photo. striking figure. What I can see of it around that large bouquet. Around that large bouquet. Es ist ein bisschen sehr leise. Moment mal. Test. Test. Okay, so. Okay, nochmal, Test. A wedding photo of Bianca and Dante Cardolo. She has a striking figure. A striking figure around that large bouquet. Soweit ich sie hinter dem. Ach so, in dem Fall meint Bouquet übrigens Blütenstrauß wahrscheinlich, oder? Ne, keine Ahnung. Gut, gucken wir uns erstmal mal um. Was haben wir denn hier alles? Skulpturen haben wir natürlich. Someone must have a love of dance or bare navels. Mitnehmen. It doesn't do anything, thank God. Stuhl haben wir hier noch. Skulptur. Someone must have a love. Ah, okay. Ah, wo ist der Stuhl? Hier. The sofa and chair are Queen Anne, but they've been reupholstered in red leather. Hideous. Ein Piano natürlich, hat mich gewundert. That piano is certainly prominent. I wonder if Bianca played. The Cardolo home is on one of the oldest and most prestigious canals in Venice. It's the perfect address for someone with ambition. So, damit wir nichts verpassen. Hotspots. Dante Sofa, Fensterblumen. Ah, Blumen haben wir hier noch, stimmt. Oh, können wir die Karte nehmen hier. Karte gucken. Sympathy cards for Bianca. That brings home the tragic aspect of all this, doesn't it? I've no use for those cards. White roses. Traditional for funerals and weddings. Appropriate since both are equally tragic. I don't think Signor Cardolo will miss this. Oh. Interesting. White roses. Traditional. Noch eine Karte. Sympathy cards for Bianca. That brings her. I've no use for the. Ich wollte gerade sagen, ja, lass nur die Finger von Karten. Was haben wir denn hier? Floristen-Kit. Wie bitte? Florist Buddy. Florist Buddy? Okay. Florist Buddy. Florist Buddy. Ich muss das einfach mit diesen Hotspots hier machen, da das so die Grafiken so detailliert sind. Da habe ich keinen Bock, irgendwie so einen Pixel zu vergessen hier. So. Sofa. A sofa and chair, Queen Anne. Ah, okay, das haben wir ja schon. Kann man sich daneben denn setzen? Gut, dann gucken wir uns den mal an. Queen Anne. Hey, ich wollte den Typen hier angucken. Cardolo certainly looks like a politician. Attractive enough to get votes. Innocuous enough to keep them. So, dann analysieren wir ihn mal. Was hat er denn? Verquollene rote Augen. Vermutlich war er vor kurzem emotional erregt. Oder leidet an Schlaflosigkeit, das weiß man nicht. Könnte beides sein aufgrund des Todes seiner Frau. Klinisch depressiv. Dafür hätte man mit dem, keine Ahnung, reden müssen. Haben wir denn noch? Optimistische Persönlichkeit. Leuchtende Krawatte. Farbenblind. Mag Aufmerksamkeit. Ich weiß es nicht. Wie soll ich denn das? Das kann ich ja nur...
Ich sag mal optimistische Persönlichkeit. Dunkler Anzug, steht auf verschwindet gerne im Schatten-Trauerstil. Zitternde Hände, hat ein Nervenleiden, hat Angst, fühlt sich bedroht, trinkt zu viel Kaffee, hat vielleicht ein Nervenleiden? Nicht alle Treffer richtig, okay. Dann leidet er vielleicht an Schlaflosigkeit. Nicht alle Treffer sind. Okay. Boah. Jetzt wird's aber Try and Error mäßig. Dass man da bekommt man da keinen Hinweis irgendwie. Vielleicht muss ich vorher mit ihm reden. Ich rede jetzt erstmal mit ihm. Was Bianca your first wife? See, I worked hard all my life, and I'm not ashamed to say I enjoyed my youth. But a man who wishes to accomplish certain things in life needs a wife. Bianca was everything I needed. She had beauty, style, connections. I doubt I will ever find her equal. Tell me about your work. I am consigliere of Venice. I used to practice law, but for now my focus is exclusively on politics. Venice is struggling, as is all of Italy. It will take the best of all of us to save her, if we can. Tell me about Bianca. What would you like to know? Did your wife play piano? No, she was quite musical, but she preferred dance. She was in a classical dance company before we were wed. As for the piano, Bianca loved to entertain, and music was always a part of such evenings. How did you meet Bianca? Bianca's family is one of the most influential in all of Italy. I have known her father for many years. I watched Bianca mature. She was the perfect politician's wife. She loved meeting people and doing philanthropic work. I knew she would make the perfect wife for a man of my ambitions. Fortunately, her father agreed, and I was able to convince her to marry me, even though she was quite young at the time. How old was Bianca when you married her? She was 18 and I was 43. But she was very mature for her age. She knew the life she wanted, and I could give it to her. She was happy in our marriage, especially once our son came along. I realize it is difficult to speak ill of the dead, but Bianca must have had some flaws. No one is perfect. It is a good thing that I, myself, am a man who often has to say things no one wants to hear, because otherwise I would throw you out of the house for that impudence. As you say, getting to the truth is not always pleasant. She was a beautiful young woman. She had some insecurities. Never thought she was good enough, perfect enough. Perhaps I should be grateful for that. If she had been more confident, she might never have married me. I appreciate your honesty, Signore. Bianca quit dancing after you were married? Of course. It was hardly appropriate for the wife of a man in my position. How old was Bianca when she had your son? It was a year after our marriage. She was 19. Does that have some relevance? We'll see. I must ask you about Bianca's murder. If you must. Do you know who killed Bianca? No. She was a beautiful and gracious young woman. She had no enemies, nor do I. Nor do I. Tell me about the night it happened. Bianca wished to attend a concert. She had a number of musician friends from her student days. I declined to go with her. It was nothing important, and I preferred to get some work done. Now I wish I'd never allowed her to go out alone. You couldn't possibly have known. It's not your fault.
I'm afraid I must get back to work. Nein. In times of fiscal crisis, Warten Sie, ich muss Sie noch einschätzen. Gehen Sie You may nicht. stay and look around. I have told the staff that you are free to come and go. Warten You'll Sie. find Bianca's bedroom through that door there. And before you ask, the house has plenty of rooms. Bianca liked having her own sanctuary. We were happily married. I would be the last person to judge such an arrangement. Thank you for your time, Signor Cardolo. Nein, bleiben Sie da stehen. Bleiben Sie da stehen, ich muss Sie noch einschätzen. Sagen Sie mal hier. I prefer to stand. Ich muss den einschätzen. Themen, neue Daten. Sie bekam mit 19 einen Sohn. Sie heiratete mit 18 einen 43-jährigen Politiker. Sie liebte den Tanz und war eine begabte Ballerinerin. Zu Hause nannte man sie oft die schönste Frau der Stadt. Zu Hause. Mit 21 ermordet durch Erhängen. Okay. Was haben wir hier so? Guck mal da. Das ist der Questlog. Irgendwie das Objekt vom Kanal des Grund des Kanals bringt. Ich brauche ein Werkzeug oder so mehr. Hat eine schöne Halskette. Etwas Ähnliches schenken. Für die Sorge. Irgendwie die Sorge in die Recherche könnte helfen. Mir über Biancas Mörder rausfinden. Okay. Gut. Ich möchte den, wo ist er denn hin jetzt? Ich weiß gewusst, dass der verschwindet. Ich will ihn doch einschätzen, Mensch. Was ist denn hier? Ist das jetzt... Sitzt der vielleicht nochmal da drin, wenn ich jetzt... Ich möchte ihn einschätzen. Nein. Komm, jetzt, dann schummeln wir jetzt ein bisschen. Dann lade ich das Ganze jetzt nochmal. Hätte ich das gewusst, dass der abhaut. So, auf jeden Fall die Blumen nicht vergessen. White roses. I don't think Signor Cardolo will miss this. So, das ist eigentlich alles, was man... That piano is certain. A wedding photo of... Okay. Someone must have... Dann machen wir das jetzt nochmal. Also. War vielleicht vor kurzem emotional erregt, ne? Das ist ja wahrscheinlich, wenn der Tod seiner Frau mitgenommen hat. Leuchtende Krawatte. Narzisstisch, mag Aufmerksamkeit. Trauert vielleicht. Entweder trinkt zu viel Kaffee. Nö. Oder... Oh, hat er Angst? Der hat Angst. Hat Angst, fühlt sich bedroht. Interessant. So. Cardolo certainly looks... Was Bianca... See, but Überspringen wir das jetzt auf die Schnelle gerade. Tell me about... I am very... Tell me about... What? Did your... Oh. How did... Bianca... How... I really... It is Spannend, wie lange das Spiel das mitmacht. of course. How... Will... I must ask... Do you... No. Tell... Bianca. I declined to go with. Now I wish. You couldn't possibly...
I'm afraid I must get back Gut, to work. so, jetzt sind wir In wieder da. times of fiscal crisis, one is not even allowed the solace of grief. You may stay and look around. I have told the staff that you are free to come and go. You'll find Bianca's bedroom through that door there. And before you ask, the house has plenty of rooms. Bianca liked having her own sanctuary. We were happily married. I would be the last person to judge such an arrangement. Thank you for your time, Signor Cardolo. Kann man vielleicht noch mehr Anti-Aliasing einschalten? Irgendwie ist das immer noch nicht so richtig. Das ist immer noch nicht so richtig schick, wie das aussieht. 8-faches Anti-Aliasing. So. Ganz oder gar nichts. Nun, wie sieht das aus jetzt? Besser, oder? Ja. Gut, dann gucken wir, ob wir alle, Hinweise haben. In diesem Menü komme ich ja. Fünf und 13 hatten wir, glaube ich, vorhin auch. Genau, so. Dann gucken wir uns jetzt mal das Zimmer von ihr an. Oh, noch eine. Aufs Haus. There's a light breeze tonight. Perhaps it's an incoming storm. Perhaps it's an incoming storm. Dance images and more family photos. Dance images. Boring. Oh, ein Nachttisch. Oh, ein Sekretär. The desk is 19th century, Italian design. Aufmachen. Oh, was haben wir denn hier alles Schönes? Wow, das ist ja noch eine Schublade. Bianca's planner. It's open to the day she was murdered. She'd written in a concert for that evening, but there's nothing else relevant. Das hier ein Diskettenlaufwerk, Schlüsselschlitz. I recognize that. It's a key slot, probably for a secret drawer. Der bestimmt nicht in ihrem Morgenmantel ist. I need the key. Breit und flach sein. Smartflogen. Als Floristenkit kann man bestimmt damit benutzen. Smartflogen. Okay. Was haben wir denn noch so? Broschüren. Nothing interesting. Okay. Papiere. Nothing interesting. Stift. Notizbuch. Nothing interesting. What? Blank envelopes. Ein Kästchen. Nothing interesting. Was? Das Kästchen ist nicht interessant. Was ist denn das? Ein Ei? Ne. Noch eine Schublade. Ein Klebeband. Komm. Perfectly ordinary clear tape. Jo, komm, das nehmen wir. Ne? A small desk clock. Worthless. Stift. Bianca kept some pens in here. No surprise, it is a writing desk. Nothing interesting. Okay, muss man wohl die They Schublade. look like drawers, but they're decorative. They don't actually open. What? They look like drawers. Okay, ja dann. Postage stamps. Do people actually mail things anymore? Okay, dann The stool suchen wir goes jetzt with the mal bed set. It looks rather useless. nach diesem Schlüssel von ihrem. Her robe Sekretär. and slippers are still laid out, waiting for Bianca to come home. I wonder how long it will be before someone dares put them away. Tragisch. The bench looks like it's been well used. Nothing helpful about it, though. I can't relax in here. This bed set is a 19th century reproduction.
expensive, but not valuable, or even in good taste. Okay, das machen wir auf. That must be Bianca's son. He's young to lose a mother. It appears to be an old family Bible. Really not my cup of... Was? My cup of tea? Really not my cup of tea. My cup of tea. Oh, Schubladen. The top drawer of the dresser. Ja, hallo. Ah, guck mal da. Die können These wir doch overly mitnehmen. large gloves are interesting, but I don't need to take them with me. Was nicht möglich? Gloves? This is quite an assortment. Not many women wear gloves these days. I wonder what Bianca saw in them. Interesting. This glove is quite large. It would fit my hand. Oh, okay, neuer Hinweis. Oh, noch mehr Handschuhe. Gloves? This is quite interesting. These overly large gloves are interesting. Overly large. Okay, gut, dann können wir das nochmal schließen. These overly large... Wo hast du den Schlüssel versteckt für... Ah, ist es vielleicht das Ding, was da im Dings liegt? Was so in Venedig in dem... ist das vielleicht der Schlüssel? In der Saar, wollte ich sagen, ne? Dieses Teil, was da in der Wasser liegt. Vom Grund... Ich brauche... Hier, irgendwie das Objekt vom Grund des Kanals bergen. Ich brauche ein Werkzeug oder so mehrere. Ist das vielleicht dieser Schlüssel? Bett, Morgenmantel. Senor Cardillo said this was Bianca's room, which means I presume that this was not the matrimonial bed. The Metronomial. Spiegel. Oh, Nachttisch. Nearly everything in this room matches. I prefer a more eclectic approach myself. Eclectic. Dance images and more family. Okay, das haben wir ja alles schon. Okay, also jetzt können wir hier nichts mitnehmen, bis auf die... My wallet. Floristenkit. Ach, Kit! Im Sinne von, ja, so von Gummi-Dingsbums, ne? Klebeding. Was uns helfen könnte, zum Beispiel gewisse Dinge aus Florist Buddy. Wasser zum Beispiel zu fischen. Und mit diesem Kit kann man theoretisch auch vielleicht auch Fingerabdrücke machen. Also, okay, das macht jetzt keinen Sinn, was ich jetzt gerade mache. Schauen Sie hier, das macht keinen Sinn. These overly large. Nein. So. Wie macht man das denn so? Achso, das ist... Okay. Okay, dann kann ich es wohl nicht benutzen damit. Really not my cup. Okay. Okay. Gucken wir uns noch einmal den Sekretär an zur Sicherheit. Stift und Block. Ich habe Stift und Block. Nö, das ist eigentlich alles hundertprozentig. Das Ding liegt im Wasser, aber...
Dann gucken wir mal, was wir sonst noch so haben. Bosas Antik. Oh yeah. Mr. Hector, it's a pleasure to see you. Welcome back to Venice. Thank you, Signor Barozzi. Did you come about the figurine? Let me know when you're ready to see it. Gott. Ist wieder so ein Ding mit 3 Millionen Hotspots, ne? Ja, Halskettenvitrine, guck mal da. Geil. Da wäre doch was. Wäre doch was für unsere schöne Dame hier. Die will ich This haben. Venetian necklace looks similar to the one Signora Filoni wore Ja. in her younger days. Die I nehmen think wir mit. this one is worth a purchase. Auf jeden Fall. I'd like to buy this necklace. Certainly. Let me get that for you. Shall I put it on your account? Please. There you are. You have a good eye, as always, Mr. Hector. Yeah, okay, das ist schon mal cool. Venetian fine china. It's affordable and ever so slightly rare. Good for Barozzi's middle-class clientele. The soft lighting covers a multitude of sins. Demonstrantin. It's a protester. The thickest flies in the city. The thickest flies. I'm not interested in hearing about her politics. Alles klar. A traditional Venetian necklace with Murano glass. Barozzi is old school, like a lot of antique dealers. He still records his sales on paper. Warum soll ich... His desk isn't old, but it's certainly taken a beating. I wouldn't have it in my shop. I'm not even interested in the sales records from my... Dafür habe ich Gretchen. I hate lions. Unfortunately, Okay, dann punch den I Löwen. never Hauen buy or sell anything like that. Lüster. Ach so. Mit Lüster ist hier die Lampe gemeint, oder was? Der Lampenhalter. Natürlich, selbstverständlich. Is Klar. it a lamp or a blow-up doll? Oh, Alter. I can't think of a client I dislike enough to saddle with that thing. The soft lighting cover... Kandelaber. Those candelabra are interesting. They look like they came from a church. Ah ja, die... Those wouldn't be big sellers in Manhattan. Okay, ich schätze, wir sollten hier nur die Kette bis jetzt checken. Denn ansonsten haben wir eigentlich hier Bootsstange. Bootsstange! Das sieht interessant aus. Die nehmen wir auch. It looks like a collapsible pole. Perhaps a Venetian Oh, yeah. boat pole. Interesting piece. In der Tat. I'd like to take this boat pole. Can you put it on my account? Of course. Ja, cool. Schon haben wir eine Angel. Schon können wir dieses hier kombinieren mit diesem hier. Bam. Na? Und was It's a haben wir? boat pole with some florist's putty on the end. Ja, ist doch perfekt. Some Florist Putty. Was ist mit ihm hier? Kann ich mit ihm eigentlich auch schwätzen? Signor Barozzi, might I have a word? How can I help you, Mr. Hector? How is the antique business in Venice these days? How good can it be with this global recession? Italy is drowning in debt, and the protesters keep even the tourists away. In all honesty, I have never seen conditions so desperate.
Fortunately, there's always a market for luxury items. The rich get richer even in a downturn. How can you say so? The EU is about to collapse. There are terrible days ahead for everyone. I don't believe it's as bad as all that. The press love to fearmonger. I am afraid it is that bad. Unless we can find some brilliant leadership to steer the world out of this mess, things look very black. Well, I hope I am standing here in a year, and you can tell me you were wrong. So do I. Did you know Bianca Cardolo? Why, yes. That is, I knew who she was. She even came into the shop one time. Her murder is incomprehensible. I'm looking for information about her. I didn't know her personally, but I'll tell you what I can. What do you want to know? Alles. Tell me about Bianca Cardolo's family. Ah, well, you know I love Italian history. Italian Her father, Signor Antonio Savoy, is from two of the most noble Italian families, the Savoys and the Capetians. The Savoys, as you know, were the royal family in Italy up until World War II. Interesting. Tell me about Bianca Cardolo's husband. Dante Cardolo. You know, he is from the Capetian family, just like Bianca's father. But they are distant cousins. He was very popular in Venice. He could have gone far in politics. But his support of the EU at any cost has the common people very angry. Only time will tell if his political career survives. If indeed Italy survives. Thank you for the information. Was Bianca Cardolo wealthy? Oh yes, both her birth family and her husband's family are extremely wealthy. There's no doubt about that. I see. It's none of my business, but why are you interested in Bianca Cardolo? Her story caught my eye, that's all. I can't blame you. It is a terrible thing. Oh, Mr. Rector, such a crime does nothing to help the city's morale. We could all use some good news, eh? If you learn anything new about Bianca Cardolo, please contact me. Absolutely. I would be happy to. I'd like to see the figurine you mentioned in your letter. See. Here it is. Take all the time you need. I hope you'll find it to your liking. I know your taste is excellent. We'll see. That's all for now. Thank you. As you wish. Geht jetzt das ganze Spiel so? An interesting piece, if genuine. I should analyze it. Okay, then I will analyze it. Elfenbeinschnitzerei Erzengel. Frühes 6. Jahrhundert, Teil eines Diptychons im klassischen Stil, geschnitzt mit einem jugendlichen Gesicht. Die idealen Proportionen. Das da sieht ja so aus. Louis Schachfiguren. Das Jahrhundert mit übertriebenen und mürrischen Gesichtsausdruck auf jeden Fall. Die heutzutage komisch wirken. Ja, braucht man gar nicht weiter gucken. Oh, guck mal, Pori. Ja, natürlich, hier. Selbstverständlich. Was haben wir hier? Elefantenelfenbein. Elfenbeinzähne, deren Retiusstreifen, Wachstumsstreifen und Zahnschmelz typisch für diese weißen Elfenbeinsorte kommen in Afrika und Asien vor. Walrus-Elfenbein. Also das würde eher so hier. Wahrscheinlich Walrus-Elfenbein. Eine auffällige cremefarbene Eierschalenfarbe mit leicht dunklen Schlieren wird in Grönland, Norwegen hergestellt und verwendet. Würde ich sagen, ne? Das
Passt ja auch farblich. Was haben wir noch so? Also, islamische Elfenbeinschnitzerei. Ich klicke einfach mal so auf die Schnelle durch. Ach, guck mal da. Das kommt dem schon relativ nah. Mittelalterliche Schachfiguren. Ja, schon, ne? Schachfiguren waren im Mittelalter nicht standardisiert. Sie wurden oft nach bestimmten Themen modelliert, einer Region, einem Herrscher oder ähnlichem. Ja. Auf jeden Fall. Also das hat man gar nicht. Barozzi. Ah, eine Barozzi-Figur. Giuseppe Barozzi. Wie der Kunde. Ach so. Die Figur herrscht nicht, die herrscht, weil der Kunde Barozzi herrscht. Hintergrund. Eine unlängst entdeckt antike Figur, die noch zur Bewertung ansteht. Aufgabe, Echtheit des Stückes prüfen. Signor Giuseppe Barozzi. Bewertung, Rektor. Die Komposition der Figur passen zu einem der Schachfiguren. Details stimmen völlig überein. Okay. Hat doch abgeschlossen. The figurine is an excellent find, Signor Barozzi. It's a 12th century Lewis chessman piece. The British Museum and the Museum of Scotland each have part of the collection, so we might be able to get them to bid against each other. Marvelous. Can I assume our usual split? Of course. Oh, that is good news. Should I have it sent to your store in Manhattan? Please do. Oh, and ensure the hell out of it. Of course. Thank you. I'm not ashamed to say I will be glad for the money. Cool. Sonst schon was I besprechen? don't have anything new to say. Oh, alles klar. Dann vielen Dank fürs Geschäft. Und dann gehen wir jetzt mal hier zum Murder Bridge. Und fischen uns erstmal diesen vermutlichen Gegenstand hier raus. Kanal. There's something Ja, on the guck bottom mal, of the natürlich, das canal. ist Schlüssel, Could ne? it have fallen from Bianca's purse? Ja, selbstverständlich. Jetzt wird's auch klar. Benutze dieses Ding mit dem hier. Wir können auch gleich ganz ins Wasser springen. Oder könntest du eine Sekretärin kommen lassen, die für ihn ins Wasser springt, um das Ding zu holen. Zieht die Bodenstange, um sie durchs Wasser zu bewegen. I have a feeling this brass hook dropped from Bianca's purse. I'll take it with me. Ja. Ich glaube es auch, ne? Und deswegen gehen wir jetzt, bevor wir jetzt bei der Dame klingeln hier, gehen wir jetzt erstmal in ihr Zimmer nochmal und gucken mal, was die so in ihrem Sekretär versteckt hat. So, hat sie schon hier. Zack, passt. Ah, and there we have it. Wow. Medizinische Creme. Prescription cream for plaque psoriasis. Has Bianca's name on it. Und Hinweis. I wonder Schlüsselkarte. what this key card goes to. I should find out. Natürlich. Und Handy. It's a cheap Interessant. prepaid phone. Who did Bianca need to speak to that she couldn't call on a regular cell phone? Oh. Let's see who Bianca was talking to. Ah. I need to find out who Gabriella is. I'll put this in my phone's contacts. Okay, cool. Bianca kept this key card in a secret drawer. I should figure out what it opens. Muss ich das näher angucken? Kann man nicht, ne? Schade. Okay, cool. Kann ich diesen... Schade, den Schlüssel kann ich jetzt noch wieder mitnehmen. Okay, dann... Wie sieht es mit unseren Indizien aus? Wo sind die Indizien eigentlich? Barozzi-Figur, Bianca, 9 von 13. Ne, wir wollen das alles erfahren. Wahrscheinlich könnte man schon eher analysieren, aber... Wir schenken der älteren Dame jetzt auch noch ein
Eine Halskette und dann kann die uns die letzten 4 Details verraten. So, hola, Senor. Okay. Yes, signore. What can I do for you? Signore Filoni, I was so struck by your elegance during our earlier conversation. I saw this in a shop today, and for some reason had the idea that it must be worn by you and no other. Oh, signore. How could you have known, eh? I had a similar necklace that I wore for many years, but recently, well, I was forced to part with it. I shouldn't accept it, but it has been years since I've received tokens from such a handsome young man, eh? How can I refuse? Mille grazie, signore, thank you. It's my pleasure. So, und jetzt lass uns mal hier. I'm sorry to trouble you with a distressing subject, Signore, but may I ask you about the night of the murder? I really don't want to talk about that. I'm frightened. Of course you are. Who wouldn't be? But I'm not the police, and this information is not for the courts. It will stay between you and me. Well, A musician like yourself, your ears are very keen. yes, I heard a scream, as if her mouth was covered by a hand. You looked out the window. What did you see? There were 2 men, all in black. Slender, small. Did you see their faces? No, their heads, their faces. They were covered in black, as if they were in a play. I swear. Oh, perhaps I've been foolish. I should have stayed quiet. I must go. Thank you for the necklace. Signora, Nun. Dann rufen wir doch mal diese Gabriele an. Plus 39, was ist denn das? Ach, das ist Italien natürlich. Kann man da texten? Nee. Pronto? am I speaking with Gabriella? Sì? This is Gabriele Spira. Who is this? I'm calling about Bianca Cardolo. I found your number on her phone. I thought someone might be calling me. Are you with the police? I'm an independent investigator. May we meet? I work near the Doji Palace. There's a cafe on the north side of the plaza. Can you meet me there? Yes. I'll see you soon. Oh, geil. Sieht aus wie Venedig. The Doja Palace dates back to the 14th century. The tourists love it. What a stunning view. There really is no city like Venice. The lady enjoys an afternoon espresso, I see. That must be Gabriella Spira. So, bevor die jetzt abhaut, schätzen wir die auch erstmal. So, was hat die denn? Frisur und Make-up betonen das Gesicht. Möchte braun werden. Vielleicht eitel. Berührt ihre Haare, besorgt, was andere über sie denken. Hat ein neues Shampoo aus, fühlt sich unsicher.
Gleiche bisschen unsicher, ich weiß nicht. Schlank und durchtrainiert. Tänzerin sehr wahrscheinlich, ne? Gehen wir mal von aus. Oh, okay, dann besorgt was anderes, was ich denke. Okay, gut. Also, sie ist eitel, sie ist besorgt darüber, was andere über sich denken. Und sie ist Tänzerin. That must be Gabriella's. Are you Gabriella Spira? Si, Signor Hector. You're investigating Bianca's death? That's right. May I? Please, sit down. About Bianca. Yes, Tell me about Bianca's family. she came from a very important family. Her father is Antonio Savoy. Her mother's father, he was a highly respected magistrate in Venice. Not just anyone can be friends with someone like that. Her family was very, protective of Bianca, but they were very fond of me. Tell me about Bianca. She adored the music. She loved to go to concerts, and she loved to dance. She continued to dance after she married Dante Cardolo? Yes, but she only went to the studio to practice when no one else was there. How did you meet Bianca? We were in the same dance company. Do you know, we were rivals at first, but I came to love Bianca like a sister. I can't believe she's dead, and to die in such a way, it's horrible. It certainly is. I'm sorry for your loss. Do you have any idea who might have killed Bianca? No, everyone loved her. She was very sweet, especially when you consider the importance of her family and all her money. She was not vain at all. He must have been, how do you call it, a serial killer. Random. Yes, that's likely. What's the name of your dance studio? I'd like to look up some of your performances. Would you? I'm so flattered. We have a recital next week. I'm so It's flattered. La Compagnia Venezia. Excellent. Compagnia I'll look Venezia. it up. Two beautiful young women, best of friends. You knew Bianca better than anyone else, didn't you? Well, I was her dearest friend. Bianca trusted me with her life. And with her secrets? What did you know about Bianca that most people did not? It wasn't anything she told me, but Bianca was very, worried about her looks. She was not confident. Was there something specific about Bianca's looks that she didn't like? Oh, I don't know. You know how women are. The slightest flaw. I really don't think Bianca would wish me to speak Sie of hat it. Schuppenfleisch da. But I can tell you this. If she'd had more confidence, Bianca could have gone far. Perhaps become the wife of the Prime Minister one day. As it was, she was content to marry Dante and stay in Venice. Tell me about Dante Cardolo, Bianca's husband. She was very happy with Dante. It was her dream to marry a politician. And, well, she liked the attention of the press. Tell me about Bianca's son. Paolo. What a beautiful boy. She adored him, of course. She didn't mind having a child while she herself was so young. Not Bianca. She loved it. In fact, she was expecting Oh. another child when she died. Did you say Bianca was pregnant when she died? You didn't know? Oh, now I don't know if the family would approve of me saying so. It's quite all right. I won't tell anyone. How far along was she? About 3 months. The test said it was a girl. She was so excited. Oh, God. I'm sorry. Sometimes it all becomes too real.
I apologize for upsetting you. I think that's all the questions I have. Thank you for meeting me, Signorina Spira. Grazie. If there's anything more I can do for you, please call. I will. Arrivederci. Dem ist auch nichts peinlich. So, das haben wir alles. Gabriella Spira. Okay. Wo ist jetzt dieses Einschätzding? Diese Hinweis. 12 von 13. Eins haben wir noch mit. She's a typical dancer, in love with caffeine. Kann man da irgendwas geben? Hey, Schlüsselkarte, genau. Wir geben ihr einfach mal die Schlüsselkarte. Vielleicht kannst du uns da was drüber... Oh, das geht gar nicht. Drüber erzählen. Ach, das könnte ihr Spind sein, ne? Natürlich, in diesem Tanzding. Das ist bestimmt so eine Spindkarte. Dance Academy. Schlüsselkarte. Gucken Sie hier. Okay. Nicht ganz Spind, aber die Richtung stimmte. Boah, Spiegeleffekt. Ich kann es nur wieder sagen, die Grafik und so ist okay, aber abgesehen von den Charaktermodellen, da sieht man, dass es echt schon 8 Jahre her ist. Bianca as the cursed princess of Swan Lake. My God, her hands. Oh. Overly large and reddened by a severe skin condition. Perhaps that's why Bianca had no more grandiose plans than being the wife of the mayor of Venice. Interesting. Ja, jetzt haben wir alles. How dramatic. I don't know anyone in that shot. There's no way to even know who that is. Those costumes are stylish. A prima ballerina. I need a record of it, but I don't want to carry the frame with me. Okay, kann ich das mit meinem Handy hier vielleicht? Good. Now that's an interesting data point. I've learned enough about Bianca now to attempt my analysis. Kann ich hier nicht noch ein paar There's Fotos nothing of machen? interest in that. There's nothing of interest. Okay. Good, then I should try attempt my analysis. Die Analyse, ja, die war selbstverständlich hier. Some of these could have hundreds of matches, but I'm only considering historic people I think fit the general circumstances. Okay, machen wir das so wie das letzte Mal. Okay, das ist hier. Sie haben meinen Sohn mit 19, das ist natürlich mit 21 ermordet durch Erhängen. Da kann man schon sehr viel ausschließen. Ne? Fangen wir mal unten an. Wie war das? Im Alter von... So, das passt schon mal nicht. Anne Boleyn, zweite Frau von König Heinrich. Im Alter von 19 wegen Verrats und Ehebruch geköpft. Sie starb bei der Geburt ihres Kindes Konstanze von Kastilien. Könnte hinkommen. Ja, bedeutet... So, die können wir schon mal ausschließen. Zu Hause nannte man sie oft die schönste Frau der Stadt. Sie war die letzte Pharaonin, Kleopatra. Des alten Ägypten und berühmt für ihre Schönheit. Von den Römern als leuchtendes Beispiel weiblicher Tugend. Ihre außergewöhnliche fiel auch Napoleon Bonaparte auf, mit dem sie eine Affäre hatte. Das ist schwierig. Zu Hause nannte man sie die schönste Frau der Stadt. Scheiße, das ist schwer. Okay, nee, wurden sie oft als schönste Frau von Rom beschrieben. Okay,
Das ist das wahrscheinlich. Berühmt für ihre Schönheit. Okay, das... Was ist das hier? Die Lieber Drusilla. Okay, jetzt machen wir einfach mal zur Abwechslung. Fangen wir oben an. Sie wurde mit 21 zum zweiten Mal schwanger. Bekam ihr zweites Kind im Alter von 23. Bekam ihren zweiten Sohn im Alter von 20. Prinzessin Victoria bekam ihr zweites Kind, eine Tochter mit 21. Guck mal, passt sogar das Geschlecht. Würde sogar passen. Wen haben wir hier? Okay. Das ist das schon mal weg. Bekam ihr zweites die Abigail Adams, Frau von US-Präsident John Adams, fällt auch weg. Biancas Traum war es, einen mächtigen Politiker zu heiraten. Gorgo von Sparta. Sie war die Tochter eines Spartanerkönigs und Mutter eines weiteren. Die Legende zufolge war sie oft bei Hof von Brit, schon als Jugendlicher, ihren Vater. Sie und ihr ehrgeiziger Ratgeber versuchten, die angehenden Königin von sich abhängig zu machen. Nö. Sie war die Tochter eines Spartanerkönigs. Okay, das stimmt ja. Ach, sie war ja auch irgendwie schon so... beriet schon als Jugendliche ihren Vater. Das stimmt aber nicht, ne? Sie und die versuchten, die anstehen können. Die angehende Königin von sich. Sie und die ehrgeizige Ratgeber. Keine Ahnung, ich bin nicht sicher. Ihre Mutter war die Tochter eines... Okay. Ihr Ehemann stammte aus derselben angesehenen Linie wie ihr Vater. Sie heiratete ihren Cousin Charles Darwin. Oh nee. Ihr erster Mann war zuvor durch Heirat ihr Onkel. Ihr erster Mann war zuvor durch Heirat ihr Onkel. What the fuck? Ihr erster Mann war zuvor durch Heirat ihr Onkel. Dann machen wir das hier. Sie heiratete ihren Cousin. Oh, was? Oh, scheiße. Also Cousin ist... Oh Gott. Das wird der Bruder von... Och Mann, ey. Oh Mann, vielleicht können wir das... Ihr Vater stammt von zwei angesehenen italienischen Familien ab. Kapetinger und Sajoven. Sajoven jahrhundertelang die Königsfamilie Italiens bis zum Zweiten Weltkrieg. Ihr Vater stammt aus der berühmten Familie Vetch-Gondarien. Von Sachsen-Kursen stammte von der Familie von Spiegelhof. Alter, das ist jetzt echt nicht mehr so einfach hier, ne? Ihr Vater war der Herzog von Sachsen-Coburg, stammte von der Familie. Sie bekam mit 19 einen Sohn. Gebar ihr Mann Leodes einen Sohn, bevor sie 20 war, ja. Bekam ihren ersten Sohn mit 18. Oh. Falsche Kombination. Oh nein. Oh Gott. Okay. Also mit 21, fangen wir nochmal an. Mit 21 Jahren ermordet durch Erhängen. Das war... Also das auf jeden Fall nicht Tuberkulose. Was? Im Alter, sie starb bei der Geburt ihres Kindes im Alter von 19. Passt dann am ehesten dazu, also das ist ja Tuberkulose, das ist ja kein Mord. Hier, sie starb bei der Geburt ihres Kindes im Alter von 19 Jahren. Verrats- und Ehebruch geköpft.
Alter wegen Verrats und Ehebruch geköpft. Also entweder hier 7. Frau König von Heinrich, 2. Frau König von Heinrich. Das ist natürlich jetzt schwierig, ne? Zu Hause nannte man die schönste Frau der Stadt. Das war klar, das war hier mit Rom irgendwas. Die schönste Frau von Rom. So. Sie liebte den... Sie liebte den Tanz, war eine begabte Ballerinerin. Genau. Was ist hiermit? Ihr Geschick als Sex wurde von vielen bewundert, egal was sie von der Frau selbst. Sie hat der Tugend das Tanzen geübt. Präsevenz. Oh, gut. Sie heiratet mit 18 einen 43-jährigen Politiker. Das muss auch eindeutig sein. Sie heiratet mit ca. 17 den... Okay, das doch passt schon sehr gut. Kurz nach ihrem 10. Geburtstag. Sie wurde kurz noch mit dem Halbonkel. Wurde verheiratet. Okay. Das ist schon, kann man schon mal ausschließen. Verheiratet werden. Im Alter von 16 ihren ersten Mann, der mit viel älter als sie war. Mit 16. War die mit 17. Ne, mit 18. 18, ein 43. Oh, das ist alles so. Okay, aber der war auf jeden Fall 7. Frau von König Heinrich, ne? Der war ja schon König. Ihren ersten Mann, der mit älter Charles, ich würde mal sagen, das schließen wir mal aus, wegen, war ja ein König, der da geheiratet wurde. Frau von August Caesar. Augustus Caesar, okay. Tiberius Claudius Nero. Prinz von Leiningen, das ist, Prinz ist ja so eine Art Anwärter auf den Königsstuhl, ne? So, wenn man, so wie man sagt, Politiker ist Anwärter aufs Kanzleramt oder so, keine Ahnung. Also dementsprechend würde ich vermuten, dieses hier, so. Ihr Vater stammt von 2 italienischen Familien ab. War der Sohn des Londoner Bürgermeisters und ihr Vater war der Sohn eines Londoner und einer irischen Erbin aus dem Haus Butler, ja. Ihr Vater stammt aus der berühmten Familie. Ihr Vater stammte nur und ihr Vater war der Herzog Sachsen und stammte von der Familie. Stammt aus der berühmten Familie Wedgwood David. Scheiße. Falsche Kombination. Alter, das... Hallo Taubenrätsel. Also Tuberkulose kann man weg. Geburt des Kindes von 19 kann man auch weg. Hier Verrat und Ehebruch oder 7. Frau. Schönste Frau der Stadt war das hier. Die Livia Drusilla. So, das haben wir. 43er Politiker. Da hatte ich ja gesagt, hier den Prinz. So. Ihr Vater war und stammte von der Familie Brunswick. Ihr Vater stammt von 2 der angesehenen italienischen... Achso, 2 von... Ach so, okay, ja. Ja. Und einer irischen Erbin. Sohn und einer irischen Erbin.
Okay, dann ist das Flasch. Ach, scheiße. Sollte ich vielleicht nicht immer die wegklicken? Also, die muss ich auf jeden Fall behalten. Dann wissen wir es ja eigentlich schon. Stammt von der Gertrude Darwin. Dann müsste ich die hier wegklicken können. Ne, auch nicht. Dann habe ich hier unten schon einen Fehler gemacht. Ne? Ach, Mann. Vielleicht ist das auch falsch. Sie bekam mit 19 einen Sohn. So, das ist ja wohl ziemlich... Das müsste ja... gebar ihren Sohn, bevor sie 20 war. Mit 17... Mit 18. So, bevor sie 20 war. Das muss ja wohl dann... So. Das ist eindeutig. Vater stammte von der angesehenen Familie Wedgwood Darwin. Den darf man nicht wegklicken. Ihr Ehemann stammte von derselben angesehenen Linie. Ihre Familie gehört zur reichsten Europas. Tochter der wohlhabenden Familie Boleyn. Die Tochter einer einflussreichen und wohlhabenden Familie wurde später selbst reich, wenn sie an dem eigenen was sie mit der Gelder von dem eigenen des Mannes verdammt. Frau von US-Präsident John Adams. Zweite Frau von König Heinrich. Ihre Familie gehörte zu den reichsten Europas. Sehr, sehr einfach. Gucken wir, ob wir hier noch was ausschließen können. Biancas Traum war es, einen mächtigen Politiker zu heiraten. Sie war die Tochter eines Spartanerkönigs, Mutter der Legende war sie oft bei Hof und beriet schon als Jugendliche ihren Vater. Man betrachtete sie gemeinhin als extrem geizig und machthungrig. So. Okay, dann ist es eigentlich schon... Ne. Also hier, ja schade, hier matcht die. Hier matcht die. Ja, jetzt haben wir die beiden noch hier. Zu den reichsten Europas, ja, keine Ahnung. Zweite Frau von ihrer Familie, Tochter der wohlhabenden Familie Boleyn. Tochter einer einflussreichen, wohlhabenden Familie. Wurde später selbst reich, was in einer Finanzgeschichte. Also hier steht noch was von wohlhabender Familie und hier steht noch was mit... Boah, ich weiß es nicht. Okay, interessant. Das ist hier. Also wenn man die hier im Alter wegen Verrats und Ehebruch geköpft, dann ist das eher so wahrscheinlich. Dann ist das nicht die Katrin Howard. Scheiße! Scheiße! Oh! Ich möchte gerne jemanden anrufen. Also. So. Was passiert, wenn ich das jetzt mache? Okay.
Tochter war die eines angesehenen Magistrats. Okay, keine Ahnung. Ihre Familie zu den Reichsten Europas. Das war das, wo ich nicht sicher bin. Jedenfalls kam aber auch schon... Hat man das schon? Ihr Ehemann war wegen seiner Politik unbeliebt. Okay. Ihr Mann unterstützte aktiv die Zentralregierung, was letztendlich sein Untergang war. Ihr Ehemann folgte die umstrittene Trennung der katholischen Kirche, um sie heiraten zu können. Wegen seiner Politik. Er unterstützt, was letztendlich sein... Oh, Mann. So. Die hat man ja schon aussortiert. Kandidaten. Ich glaube bei 3 Kandidaten jetzt. Okay, was ist mit ihr hier? Ihr Mann unterstützt, ja, das war das. Ihr Mann war wegen seiner Politik unbeliebt. Die haben aber sonst nirgends drin. Was ist mit ihr hier? Ihr Ehemann stammt aus derselben angesehenen Linie wie ihr Vater. Sie heiratete ihren Cousin Charles Darwin. Oh, scheiße, das sind diese... Achso, die sind sowieso schon... Ihr Vater stammt von 2 der angesehensten italienischen Familien, Kapitel, Wedgwood, Darwin. Ihr Vater war Sohn der Mama. Also. Jetzt weiß ich wieder nicht, was sie schon ausgewählt hat. Ich glaube, die hatte ich schon ausgeschlossen. So. Also mit 21 ermordet durch Erhängen hier. So. Kandidaten 4. Eine müssen wir noch weg. Mann. Okay, die ist ja hier. Sie wäre das so interessant. Ihr Ehemann war wegen seiner Politik unbeliebt. Ihr Mann unterstützte aktiv die Zentralregierung, was letztendlich sein Untergang war. Er unterstützte die Zentralregierung, was letztendlich sein Untergang war. Oder ihr Ehemann vollzog die umstrittene Trennung von... um sie heiraten zu können. Dann sagen wir mal, das war um... Ah, scheiße. Natürlich falsch. Ah... Also doch. Nee, oder habe ich jetzt zu viel ausgeschlossen? Ja, dann ist es entweder US, dann sagen wir US-Präsident. Ist auch nicht. Scheiße. Ah. Schönste Frau der Stadt. Mann, dass mich das dort so lange umfällt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Sie heiraten, okay, dann das mal. Bekam mit 19 einen Sohn, das dürfte ja sehr eindeutig sein, bevor sie 20 Mal hier so. Da bin ich mir jetzt sicher.
Die Ehemann stammt aus derselben. Okay, ihr Cousin. Okay, das ist die Cousinfrau. Familie gehört zu den reichsten Europas. Okay, das war schon mal nix. Nehmen wir die weg. Sie war die Tochter, das war sie oft bei Hof und beriet schon. Weiß man nicht. Okay. Scheiße. Okay, dann haben wir hier unten noch schönste Frau der Stadt. Oh. Aber hier stand er doch. Okay, dann muss das ja. Boah, ist das... Alter! Kopfnuss hier. Sie heiratete mit 1843 Politiker. Alter von 16 Jahren, den ersten Mann, der mit viel älter war als sie. Politiker. Tiberius Claudius Nero. Naja, wenn man Politiker mit König gleichsetzen... Passt auch nicht, Mensch! Alter! Sie wurde... Okay, das passt. Sie bekam ihr zweites Kind, eine Tochter mit 21. Sie wurde schwanger. Bekam ihr zweites Kind, bekam ihren zweiten Sohn im Alter von 20. Mächtiger Politiker zu heiraten. Ja, wenn ich das jetzt mache, dann ist die ja weg. Machthungrig. Das ist extrem ehrgeizig und machthungrig. Ihre Mutter war die Tochter eines angesehenen Magistrats. Da steht sogar das Wort Magistrat drin.
Da steht unpopulär. Unbeliebt, unpopulär, okay. Ihr Ehemann stammte aus derselben Linie wie ihr Vater. Ihr erster Mann stammte ebenfalls aus der Familie der Claudia wie ihr Vater. So. Sie heiratete in Kasachstan. Sie heiratete mit 18 einen 43 Politiker. Sie heiratete mit 16 einen, okay. So, oh, Alter. Okay, sie wurde mit 21 zum zweiten Mal schwanger, passt auf diese, auf Livia Drusilla, bekam ihren zweiten Sohn. Biancas Traum war es, einen mächtigen Politiker zu heiraten. Sie war als ehrgeizig und beherrscht bekannt und spielte ihr ganzes Leben lang eine aktive Rolle bei der Regierung des Imperiums. Ihre Mutter war die Tochter eines angesehenen Magistrats, ihre Mutter war die Tochter eines römischen Magistrats. Ihre Familie gehört zu den reichsten Europas. Sie stammte aus einer alten, sehr wohlhabenden Familie. Ihr Ehemann war wegen seiner Politik unbeliebt. Ihr erster Mann unterstützte Mark Anton gegen Julius Caesar. Unpopuläre Wahl. Als der Senat dann Caesar unterstützte, musste ihre Familie aus Rom fliehen. Ihr Ehemann stammte aus derselben angesehenen Linie wie ihr Vater. Ihr erster Mann stammte ebenfalls aus der Familie der Claudier wie ihr Vater. Okay, ich mach mal schnell. Sie starb bei der Geburt ihres Kindes. Zu Hause nannte man die schönste Frau von Rom. So. So. Doch zwei signifikante Datenpunkte stimmen nicht überein. Bedeutet das jetzt, ich habe es jetzt gelöst oder ist das... Okay. Gut. Ist mit der Barozzi-Figur hier auch drauf abgeschlossen. Okay. So, gucken wir mal, was das Internet uns was sagt. Die Frau von Augustus Caesar, Livia Drusillas, schloss ihre erste Ehe mit Tiberius Claudius Nero, der mehrere Jahrzehnte älter war als sie. Als Livia zum zweiten Mal schwanger war, traf sie Augustus, der sich sofort in sie verliebte, nachdem sich Nero freiwillig oder unter Zwang von ihr scheiden ließ. Konnten Livia und Augustus heiraten und ihre beiden Söhne wuchsen als Kinder des Caesaren auf. Als ehrgeizige Frau nahm Livia großen Einfluss auf die Regentschaft von Augustus, was zweifellos zu seinem Erfolg als Herrscher beitrug. Er legte die Grundlage für das römische Kaiserreich, genau. Ne? Also die macht ja eigentlich nicht so viel regierungstechnisch, oder machte die Bianca, und davon, dass er eine Affäre hatte, wussten wir jetzt auch noch nichts. Wissen wir auch noch nichts aktuell. I think that completes my investigation in Venice. I'll let Dexter know I'm done and on my way home. I'm taking the first flight in the morning. Dexter wants to see me straight from the airport. Won't take a report from the phone. Yes. Yeah. Mm-hmm. Big secrets, Oh. Ninja. Kommando Ninja. Ach du Scheiße, das ist echt das Intro jetzt? Nee, doch nicht. Das Intro haben wir schon. Could have just asked for an introduction. Two men ransacked my hotel room in Venice, and then they ransacked me. They took photos of my passport. Why? What did the intruders look like? Their faces were covered, but they were Asian. I'd guess Chinese, but I can't be sure. I apologize, Mr. Rector. I can assure you that I had no idea you would be in any danger.
This was a fact-finding mission, nothing more. Please, if you would be so kind as to tell me what you learned about Bianca Cardolo. Did you make any connection between her and anyone in history? No. We were certain there must be something. A person could make the mistake of associating her with Livia Drusilla. She was the wife of Augustus Caesar. Had a father descended from two prominent bloodlines, the Livy and the Claudi. Her mother was a daughter of a magistrate, and her first husband shared a bloodline with her father's family. She was married at 18 to a much older politician, whose politics were not popular at the time. She had 2 children with him. She was by all accounts wealthy, beautiful, and ambitious. Just like Bianca Cardolo. So, you do associate Bianca Cardolo with Livia Drusilla? I already said no. Look at her hands. Augustus appreciated beauty, too much so. He would have never married a woman with a physical flaw like this one. That's very insightful. Thank you. We would like to continue to work with you, if you're amenable. No. I thought the fee was generous. I want to know what this is all about. The truth is, I can't trust you. Not yet. Perhaps in time, as we work together. I understand, a man of your intellect, how curious you must be. How frustrating it is not knowing everything you want to know. I'm not frustrated. I'm done. If you need me again, you know my terms. Would it matter to you if I told you that your work for us could be of invaluable service to your country and your countrymen? Maybe the entire world? Jetzt hör aber auf hier. No. Flieg jetzt zurück auf meinen Heimatplaneten Mars. Ist mir You're egal, not scheiße. seriously gonna let him go. I am. We wait. We wait for the pattern. It wasn't her. They thought it was, but it wasn't. Yes, I think she's still out there. We'll do everything we can to locate her. You have my word, Senator. We can't risk them finding her first. Give me time. They think she's dead, so they'll be off her trail, at least for a while. Very well. Keep in touch. I'd like to hear more. Still working? Won't you come up to bed? I will, darling. Soon. What the fuck, was war das denn? So, da speichern wir jetzt mal. Okay, ich würde sagen, wir lassen es hier für heute dabei. Das ist ein wunderbarer Punkt. Um diesen Stream von heute abzuschließen.